Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute mal das Einhorn-Orakel und wir schauen, was ich euch mitgeben darf oder uns oder fürs Kollektiv. Ja, hier ist schon mal die Karte des Wassers rausgefallen. Mehr trinken, wasserhaltige Nahrung, mit Wasser eben das System in Schuss halten, sich am Wasser aufhalten, sich mit dem Element Wasser beschäftigen. Und hier kommt dieses Ding, kann natürlich hier mit dem Wasser auch etwas Emotionales sein, dass wir bald sehen, dass Veränderungen positiver Art auf uns warten. Irgendwas kommt, irgendetwas geht. Hier ist es so, im Sommer habe ich immer geguckt, dass ich, da hat man eben auch Durst und so. Jetzt im Winter fällt mir es auch ein bisschen schwerer, mein Quantum zu trinken. Hier sind Familiendinge, die Familienkultur, die Geschichten der Familie. Kann natürlich auch sein, dass sich hier etwas verändert in diesem Bereich. Und es ist etwas, was dann auch stressmindernd ist. Ne? Möglicherweise haben hier auch innerhalb Familien die Familienmitglieder Stress oder man hat wegen Familienmitgliedern Stress. Und hier ist so, übernehme auch nicht den Stress anderer Leute. Es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ist auch so leicht gesagt immer, ne? Was haben wir noch? Das Lachen ist wichtig. Man muss mal endlich wieder richtig lachen, die Energie, die Schwingung verändern, die Dinge nicht allzu ernst nehmen. Lachen und glückliche Gedanken. Ne? Es geht ein bisschen darum, dass man sich in irgendeinem Bereich auch emotional besser fühlt, dass Dinge wieder mehr fließen, dass man sich dem Fluss des Lebens anpasst. Und hier wird natürlich auch klar, dass wir vielleicht viel denken an Sachen, die Stress bringen. Dieses bewusste Lenken der Gedanken auch auf gute Dinge wieder oder auf Dinge, die glücklich machen. So, eine hätte ich gerne noch. Die Elternliebe zeigt sich. Familienkultur, Elternthemen, Sachen, die da ein bisschen auf der Seele liegen oder die Schwierigkeiten machen, sich da mal rausnehmen und wieder bewusst das Positive anzuvisieren. Dazu bedarf es unter Umständen einer Entscheidung und dann kriegen wir hier auch ein definitives Ja und eine freudige Überraschung. Ja, man kann auch entscheiden, wie viel Stress beimisst oder wie sehr man sich etwas annimmt, was die anderen mit ins Leben bringen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ich glaube aber auch, das hat hier sehr was damit zu tun, mit Selbstbestimmung und mit Dingen, die man so übernimmt. Wiederholungen der Familienthemen und irgendwann stehst du da und denkst, ich wollte das so gar nicht. Und man entscheidet sich dafür, für einen Weg zu gehen, der einem selber mehr dienlich ist, wo Glück und Lachen wieder mehr einziehen können. Hier kommt Inspiration
Es geht vielleicht auch um die Fantasie, um die Ideen, um die Möglichkeiten, wie man sich hier weiterentwickelt. Und dass man den Blick ein bisschen schärft dafür, wo man eigentlich hin will und was da vorhanden sein wird an diesem Platz, also dieses neugierige Weitergehen. Unterm Deck haben wir noch den Engel der Gelassenheit. Ich glaube, hier ist sehr viel Anspannung und Stress und Sachen, die man für alle erledigt und weil man vielleicht auch irgendwo gebraucht wird. Und hier ist praktisch das Pendant dazu. Man braucht einen inneren Frieden, eine bestimmte Ausgeglichenheit. Und hier wird die Energie wieder ruhig und besonnen sein. Und man kommt wieder zur Harmonie im Leben, obwohl es irgendwo stürmisch ist um einen rum. Ja, hier darf sich was verabschieden. Etwas bohrt in einem rum. Mangel. Ein Mangel an Kommunikation kann es hier auch sein. Kommunikation, die auf dem Kopf steht, die im Nebel stehen lässt. Man redet nicht über irgendwas, man trägt es mit sich selber aus. Man hat es im Verborgenen. Unter anderem sind es hier auch Sachen, die verheimlicht werden. Ne? Es gibt ja viele Leute, ich handhabe das manchmal auch so, einfach weil ich dann denke, es gibt jetzt keinen Sinn, darüber zu diskutieren, wenn die dich fragen, wie geht's dir? Ne? Dann sagt man oft gut oder es geht. Aber man drückt nicht wirklich aus, was in einem vorgeht, weil man einfach keine Lust auf irgendeine Beratung hat, die man in dem Moment nicht braucht. Nichtsdestotrotz sind hier Dinge, die im Unterbewusstsein hocken und hochdrücken. Unter anderem sind es auch Familiengeheimnisse, weil hier ja die Familiensache sehr präsent ist. Und ich habe so dieses Gefühl, man erarbeitet sich hier ein neues Kapitel, man macht eine neue Erfahrung, man kriegt Wissen, wie man hier besser gehalten und ausbalanciert aus der Sache kommt. Und manchmal ist es auch so, dass weniger sagen mehr sein kann. Unten haben wir das Leben, die Wurzel, das Wachstum, die Langfristigkeit, die Vitalität, die Stabilität, die wir so brauchen im Leben. Und ganz unabhängig von dem, was hier alles so liegt, kann sich das auch auf die berufliche Situation auswirken oder ein beruflich neues Kapitel anfangen, das langfristig irgendwie auf einem guten Boden steht. Wir nehmen noch eine Botschaft. Ich finde das so witzig jetzt, weil hier hatten wir ja, dass etwas nicht ausgesprochen wird oder dass man etwas nicht sagt oder dass man etwas für sich behält. Und hier kommt der Gegensatz dazu, lass dir mal nicht den Mund verbieten, ne? Spreche die Dinge aus. Und das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.